Hallo alle Scharfschützen, Schießbudenmeister und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute schnappen wir uns unsere VR-Brille, greifen zur Waffe und stürzen uns hinein in Dead Second. Ein Spiel, das den klassischen Arcade-Shooter mit moderner VR-Action verbindet. Hier gibt es keine riesen Open Worlds oder tagelange Stories, sondern schnellen, intensiven Shooter-Spaß à la Arcade-Maschinen-Klassiker. Mit dem Bullet-Time-System von Dead Second verlangsamen wir die Zeit, weichen Kugeln aus, ballern aus der Deckung heraus und erleben echte physikbasierte Einschläge. Teleportieren zwischen den Deckungspositionen, Kugeln in Zeitlupe und ein simpler, aber genialer Ablauf. Deckung suchen, Gegner ausschalten und durch sauberes Timing und Präzision deinen Highscore jagen. Erhältlich ist es bei Meta, PlayStation, Steam und Pico, wo wir heute reinschauen. Also Waffen bereit, Finger an den Trigger, KI im Visier und ab geht's in die Schießbude. Ja, herzlich willkommen unter der Brille. Wir gucken uns heute Dead Second an oder Dead Second. Und das Ganze ist ein Arcade-Shooter, wo man sich von Stelle zu Stelle teleportiert. Das Ganze ist auch keine First Impression, sondern Review, weil ich das Spiel schon kenne. Aber wir gehen einfach mal die Sachen durch, die wir hier so haben. Es gibt keinerlei Einstellungen großartig, die ich treffen kann. Außer, dass ich sagen kann, wie ist mein Nachlademodus, Auto oder manuell. Wie ist die Munitionszähler? Soll er angezeigt werden oder nicht? Vorwärtspunkte, also wie bewege ich mich über den Kopf oder über eine Punktsteuerung. Greifen, ob ich das, wenn ich das einmal aktiviere, dann immer festhalte oder es halten muss. Rotation, also wie ich mich drehe. Und dann der Versatz vom Handcontroller, dass der Controller da auch sitzt, wo die Hand ist, sozusagen. Dann gibt es noch Ton, Musiklautstärke, kann man ein bisschen runterdrehen, zum Beispiel Gesamtlautstärke und dann halt der Rendermaßstab. Die Bildfrequenz kann ich noch einstellen und Blinken bei der Teleportation. Also überschaubar, aber mehr brauchen wir auch gar nicht. Das Ganze ist ja ein Standalone-Titel und wir gehen als erstes mal in das Tutorial rein, damit ihr überhaupt wisst, was so zu machen ist. So, wie bewegen wir uns? Wir bewegen uns über die A-Taste oder über die X-Taste. Und zwar, die halten wir gedrückt und dann kriegen wir einen Teleportationspunkt angezeigt, lassen los und schon sind wir da. Wir schnappen uns eine Waffe, mit Grip halten wir sie und danach können wir loslassen. Dann können wir wählen, ob wir Auto nachladen wollen oder manuell. Wir nehmen Auto und mit der zweiten Hand kann man es sogar fixieren. Ja. Nachladen nach unten. Da oben sind auch noch Flaschen. Okay, wir teleportieren. Wir können uns auch ducken. Oh, erste Feinde. Dann kommen wir auch noch rein. Ja, man sollte natürlich Kugeln ausweichen. Ein Herz. Jetzt habe ich Energie. 4 ist das Maximum. Okay. Da ist so ein Fass, das explodiert bestimmt. Lassen wir sie mal ein bisschen kommen. Bam! Double Kill. So, Tutorial abgeschlossen. Also das Tutorial relativ schnell, aber es ist ja auch nicht so viel zu erklären. Was haben wir dann noch? Wir haben Erfolge, da kriegt ihr Erfolge und wenn ihr Erfolge abgeschlossen habt, dafür kriegt ihr Geld. Was könnt ihr mit dem Geld dann machen? Ihr könnt in den Shop gehen und euch zusätzliche Waffen kaufen. Da seht ihr immer mal den Kontostand. Und wenn man die Waffe noch nicht besitzt, wie hier, dann seht ihr, was sie kostet. Also die kann ich mir nicht leisten mit meinem Kontostand. Die auch nicht. Die auch nicht. Ich kann mir im Grunde keine leisten mit meinem Kontostand. Gut. Ein paar Waffen habe ich aber schon. So, ihr könnt auch noch Waffenskins dazu kaufen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel alles in Bronze machen.
Ja, da oben sieht man es dann immer, wie es dann aussehen würde. Oder die Uzi habe ich irgendwo. Da könnte ich jetzt in Flammen haben. Ja, das sind Sachen, die man so im Shop machen kann. Das waren die Waffenskins. Und dann gibt es noch Handschuhskins. Ich habe jetzt hier diese Schneetarnung. Es gibt dann noch diese Dschungeltarnung. Und ich glaube, braun ist die Standard gewesen. Was haben wir dann sonst noch? Dann haben wir noch einen Schießplatz. Gehen wir mal ganz kurz rein. Für den Schießplatz können wir uns eine Waffe schnappen. Sogar 2 theoretisch. Kann ich mir in die Holster packen. So. Und dann zum Schießplatz. Du kannst nur eine Waffe zum Schießplatz nehmen. Okay. Hat er erkannt. Ich wollte schummeln. So, Schießplatz. Wir teleportieren wieder mit A. Übung, Piranha, anfangen, auswählen und wir starten mal. Okay, ich habe Platz 55. Ja, und so kann man dann hier im Schießstand ein bisschen trainieren, ein bisschen in die Rangliste reinkommen. Das macht der Schießstand. Möchte man wieder raus, drehen wir uns um, drücken A und laufen wieder zum Exit. Und dann sind wir wieder in unserer sogenannten Lobby. Dann gibt es die Aufgaben. Das ist eigentlich das eigentliche Spiel. Es gibt insgesamt 8 Level in jeweils 3 Schwierigkeitsgrade. Leicht, mittel und schwer. Wir nehmen jetzt mal Level 1. Ich sage normal und sage Start. Die Waffe wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Jetzt habe ich nämlich noch die Piranha-Waffe. Der hat mich getroffen. Jupp. Ersten erledigt. Dann will direkt mal das Herz holen. Ich sehe leider immer so zu spät die Fässer. Gerade gesagt und schon fast entdeckt. Na komm, na komm. Das lief ja ganz gut. Da fliegt er. Vierfach-Kill. Keiner mehr da? Oh, da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht teleportieren? Oh, der hat ein bisschen Blei im Kopf. Hier seht ihr übrigens, wie viel Leben ihr noch habt. Also im Handschuh. Ich habe jetzt ein Herz. Und damit könnt ihr ins Menü. Oder? Oder war das Nachladen? Ah, nee. Okay, hier steht jetzt praktisch, was ich noch zu tun habe und wie viel Zeit ich schon gebraucht habe. Ich bin gestorben, nein. Ja. Und dann geht es wieder von vorne los. Also es gibt keine Zwischenspeicherpunkt oder sowas.
sondern ihr fangt dann tatsächlich wieder von vorne an. Und ihr könnt natürlich alle Waffen nehmen, die ihr euch dann freigespielt habt und gekauft habt. Und damit könnt ihr dann jeweils immer wieder in die nächsten Runden reinstarten. Also das heißt, ihr könnt jedes Level so oft spielen, wie ihr wollt. Da gibt es kein Limit oder sowas. Da oben, der hat mich erwischt, oder? Das habe ich natürlich nicht gesagt. Na, das ist immer. Ja. Das war's. So. Okay, wir haben sie alle. So. Hier hat es jetzt eben nicht so gut geklappt. Ne, da ging es noch. Da war es nicht. Und, kommt noch einer? Ja, da kommen sie. Und? Hey, was ist ein Nest hier? Wo denn? Drei Herzen. Irgendwo ist noch einer, oder? Nein? Okay, geschafft. Abschalten. Puh. Okay, also das ist jetzt unsere Zeit. Das ist Genauigkeit, gucken wir mal nicht so hin. Das sind die Punkte, Zeitbonus. Und für den Schwierigkeitsgrad gibt es auch nochmal einen Bonus. Und das ist dann das gesamte Geld, was ich gestartet habe. Jetzt kann ich das einfach nochmal weiter probieren. Ich bin auf Platz 14 mit dem Punkten. Und ja, da habt ihr dann halt die Rangliste. Könnt das dann gucken, Zeit geladen, wer war der schnellste, irgendwelche Freunde, die es gespielt haben, Genauigkeit, wo ist man da gelandet und insgesamt der Beste. Da sind die Top 5, die dann angezeigt werden. Ja, wenn ihr dann das erste Level praktisch absolviert habt, in dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad, den ihr vorher gewählt habt, könnt ihr einfach zum zweiten gehen. Da funktioniert es dann genauso, wieder entweder leicht, normal oder schwer, starten und die nächste Runde startet. Grafisch ist es echt nett gehalten, ja, also sieht okay aus und der Arcade-Modus kommt halt so richtig gut rüber. Aber mein genaues Fazit zum Spiel, das hört ihr gleich. Also, wir sehen uns. Nach ein paar Missionen in Dead Second bleibt vor allem eins hängen. Dieses Spiel weiß genau, was es sein will. Ein schneller, stylischer Arcade-Shooter, der einfach richtig gut fließt. Keine überladene Story, keine unnötige Ablenkung, sondern purer Fokus auf Action, Deckung, Bullet Time und coole Schießereien. Die Mischung aus Teleport-Deckungssystem und Zeitlupenmomente macht das Gameplay erstaunlich dynamisch und ist sehr gut für VR-Neulinge geeignet. Wenn es läuft, fühlt man sich wie ein kleiner VR-John Wick, nur ohne Anzug. Grafisch sauber, spielerisch zugänglich und perfekt für nur eine schnelle Runde zwischendurch, die dann doch gerne mal in 5 oder 10 Runden endet. Für Highscore-Jäger, Arcade-Fans oder alle, die diese knackigen eine Mission noch Gefühl lieben, ist Dead Second ein kleiner, aber sehr feiner Action-Happen. Bei Pico kostet es 14,99, bei Meta zurzeit 3,99, bei Steam 12,49 und bei PlayStation 5,99. Ich persönlich würde es mir selbst nochmal für 14,99 holen. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Like da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Brille auf. Ciao, ciao. Of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel?